Wir gönnen uns jetzt hier einen kleinen Zwischenstopp, ein bisschen was zu essen. Wir haben uns gerade umentschieden. Ich zeige euch das gleich mal. Ich bin nicht der, der Hunger hat. Sarah hat Hunger. Ja, aber es sieht ja schon echt geil hier aus. Ja, wenn der Lärm von der Straße nicht wäre. Aber das sieht echt cool aus. Das sieht cool aus. Da oben werden wir jetzt gleich essen. Ja, genau. Sarah wollte es zwar nicht filmen, aber unsere Ausbeute sind 2 Empanadas mit Fleischfüllung und 2 Sandwich. Also ohne Rand. Ohne Rand, na super. Ja, gut. Weil für 17.000 kann man auch nichts sagen. Günstiges Frühstück, mal eben so ein Snack hier nebenbei. Wir sind schon wieder im Baumodus. Wir sind schon wieder im Baumodus. Wir haben uns schon genau angeguckt, wie man das hier baut. Gefällt uns ganz gut. Hier auch mit diesen typischen Sandstein-Bruchplatten. Ja, die gibt es auch bei uns, klar. Und naja, gut, Aussicht. Es ist viel grün, aber leider auch hier schon eine ziemlich große Straße. Wie immer in Paraguay. Wie immer in Paraguay, aber der Paraguayer an sich sitzt, glaube ich, ganz gerne an lauten Straßen. Ach, das geht auch. Ja, das geht ja auch. Man kann es machen, aber das ist halt gewöhnungsbedürftig für uns. Jetzt ist wieder ruhig. Naja, gut. Ich habe Hunger. Sarah hat Hunger und jetzt wird gegessen. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach San Lorenzo nach der Mittagspause. Oder unsere Mittagspause. Hier gibt es das ja zum Glück nicht. Was machen wir da? Wir gehen Möbel gucken. Und das Lächeln habe ich jetzt nur für die Kamera. Ich bin schon wieder auf 180 mit dem Verkehr. Obwohl der Verkehr hier wirklich nicht der Rede wert ist. Wir haben hier im Moment absolut wenig Verkehr, aber das ist mir schon zu viel. Wir haben im Chaco gar keinen Verkehr. Also genau. Das ist, und ich kenne den Verkehr aus dem Ruhrgebiet bei uns. Ich habe mein Leben lang in so einem Verkehr hier gesteckt. Das ist nichts für mich und mein armes kleines Herz. Aber wir gucken auch mal, ob wir euch dann nachher noch irgendwas Schönes zeigen können. Genau, nachher, wenn wir nämlich in der Rush Hour nach Hause fahren. Nein, von den Läden her oder irgendwas mal gucken. Wenn wir das mit der Kamera mal wieder hinkriegen und nicht vergessen. Schon mal ein kleiner Eindruck. Ist jetzt nicht viel. Nein, es fängt jetzt gerade erst an. Wir fahren jetzt hier nämlich gerade nach San Lorenzo ein. Man sieht jetzt San Lorenzo Shopping. Hier sollen auch halt jetzt auch einige Möbelläden kommen und Deko-Läden. Deko, genau. Da Hier hast du deinen Stoff damals gekauft. Ja, stimmt, genau. Für den Marktstand, der nie zum Einsatz kam. Wo ich dann, wo ich gerade umdrehen wollte, weil mir das schon wieder zu viel war mit dem Verkehr. Und beim Umdrehen echt tatsächlich auf dem Parkplatz von diesem Stoffladen gelandet bin. Das war schon... Obwohl man da gar nicht drehen darf. Da ist genauso wie hier. Ob man das darf oder nicht. Du hättest da drüber fahren müssen. Keine Ahnung, was ich vorhatte. Und natürlich, ne, sowas da. Die gibt es leider überall. Ja gut, die haben uns leider aus Deutschland mitverfolgt. Aber hier gibt es mittlerweile auch schon einige Ketten, Supermärkte, Lebensmittel, also man bleibt doch hier nicht verschont. Eigentlich versuchen wir von den großen Ketten oder so fernzuhalten, über die kleinen Händler und so zu nehmen. Das Land doch zu viel, keine Ahnung. Die kleinen Leute zu unterstützen. Zu unterstützen, genau. Du sagst es. Ja gut, hier geht's gerade nicht weiter, oder? Doch, geht's doch. So, wir sind jetzt hier da an dem Stoffladen angekommen, den Sarah damals gesucht hat. Der hat eine riesen Auswahl an Stoffen, wenn ihr das mal braucht. Wir wollen jetzt hier gleich in diesen Möbelladen rein. Dann geht es weiter da die Straße hoch, da sind noch mehr Möbelläden. Aber die Sarah will erstmal da hinten in so ein Pandolfo rein. Genau, Konstruktion, Fliesen, Badezimmer, Sachen alles. Wir waren gerade in diesem Impactor-Laden hier hinter mir und haben da mal uns ein bisschen umgeschaut. Der sieht ja hier schon ziemlich breit aus. Wir waren aber erstaunt, wie tief der auch noch reingeht, was für eine riesen Auswahl die haben. Qualitativ schien uns das sehr hochwertig zu sein. Preislich haben wir nicht viel geguckt, aber war jetzt auch nicht unbedingt viel teurer, glaube ich, als Venula. Nee, das, was wir gesehen haben, nicht. Ja, also schöne viele Vollholzsachen, wie wir die eigentlich uns auch in Paraguay vorgestellt haben, bis jetzt noch nicht so gefunden haben. Also, falls ihr auf der Suche nach Möbel seid, hier könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. So, wir fahren weiter. Ja, im Endeffekt nur ein paar hundert Meter weiter sind wir jetzt hier an so einem U-förmigen
Einkaufszentrum, ja, hat die liebe Barbara uns empfohlen. Sagt sie, parkt mal da in dem U und irgendwo weiter ist dieser Ogar-Möbelladen, glaube ich. Also irgendwo in die Richtung werden wir jetzt laufen. Vorher werden wir aber jetzt einmal hier so eine Runde machen. Wenn wir schon mal hier sind, ist ganz nett angelegt. Wollen wir auch hier einmal gucken, was es hier so gibt. So, Sarah ist begeistert. Ich auch, also ist echt nett gemacht. Schön gemacht hier, überall so ein paar Palmen und so was gepflanzt. Schöne Fliesen verlegt da unter den Vordächern, wo man da so lang gehen kann. Und genau, Plaza Hogar, da wollen wir jetzt hin. Wir kennen die ganzen Läden noch nicht, die wurden uns... Genau, die wurden jetzt uns auch alle nur empfohlen. Auf jeden Fall auch im Herbst ist es hier deutlich angenehmer als im Zentrum in Oberhausen in Deutschland. Und jetzt guckt euch mal hier den. Ja genau, hier, das ist das, was die Sarah meinte. Richtig schön hier gemacht. Schön angelegt. Für alle, die gerne shoppen gehen. Ich meine, ich bin da nicht so für, aber im Urlaub geht das mal. Hier am Plaza Hogar Laden habt ihr auch eine Tiefgarage. Da kann man dann wohl auch parken. Wir werden das jetzt nicht ausprobieren. Wir parken hier drüben am Einkaufszentrum. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Sieht noch größer aus wie der Laden gerade. Schauen wir mal, was da alles gibt. Auf jeden Fall schon mal Kinderspielzeug. Ja, da willst du ja erstmal die Schaukel ausprobieren, ne? Muss man eine Schaukel machen? Ja, ja. Wir sind jetzt ungefähr hier so in der Hälfte vom Laden. Das Ding ist riesig. Möbel, wie die liebe Barbara schon gesagt hat, haben die nicht ganz so viel. Nur am Anfangsbereich so ein paar Couchen und so, aber die haben wir ja jetzt schon gekauft. Da ist noch eine riesen Spielzeugabteilung da hinten. Und ja, wir steuern jetzt mal so in Richtung Banyos, wenn die Sarah hier über die rosa Tassen hinweg ist. Ja. Rosa Zeugs, da ist Sarah in ihrem Paradies. Sarah hat hier die Badeabteilung gedeckt. Versteckt sich hier hinter der Blume. Ist auch schön. Naja, schön aus Plastik. So ein schön Whirlpool, so eine schöne Eckbadewanne hatte ich damals, ein bisschen größer. Oder hatten wir damals ein bisschen größer. Ja. Jetzt habe auch endlich mal ich hier was Geiles entdeckt, was mir gefällt. Hier so gusseiserne Pfannen auf so einem Holzbrett. Und da konnte man natürlich richtig schön Steaks oder sonst was drauf schmeißen. Was meinst du dazu? Ja, Schatz, jetzt hast du endlich dein Tee-Ei gefunden, Genau. ne? Man kann es aus Christbaumkugeln nehmen, ich weiß es nicht. Ich suche einfach nur ein Tee-Ei. Wir haben so viel lockeren Tee zu Hause, aber ich kann das nirgendwo reintun. Tja, also wer weiß, wo Sarah ihr Ei verloren hat, ja? Bitte melden. Plaza Hogar sind wir durch. Mal beim Fenster. Ja, wir waren fast eine Stunde drin, haben eigentlich nur die Hälfte vom Laden gesehen. Aber wir Bruchteil. waren eine Stunde drin und haben nur einen Bruchteil von dem Laden rechts. gesehen. Hier rechts? Ja. Dann wieder ja, links. weil wir ein bisschen im Zeitdruck sind. Genau. Und noch einen anderen Laden hier machen wollen, Eigentlich bevor noch wir... 2 oder 3, aber das schaffen wir Gut, gar aber wir nicht. schaffen jetzt nur noch einen, bis Feierabend gemacht wird. Und dann links und direkt wieder rechts. Ja, ein bisschen chaotisch gerade. Na, auf jeden Fall haben wir sehr viel gefunden wieder. Vieles immer noch nicht, aber wir fahren auch noch mal in die Box. Ist auch noch mal so ein Majorista. Aber am Ende des Urlaubs erst, weil sonst haben wir gar keinen Platz mehr im Auto. Wo jetzt? Rechts abbiegen auf die TE. Da so hoch, Ja, okay. glaube ich. Ja, also das sind immer hier diese verwinkelten Straßen und der Verkehr hier, das ist immer so eine Sache. Und die, da vorne, seht ihr jetzt schon, da staut es sich schon wieder. Weiter auf die TE Benitez. Oh ja. Ah, oder wegen den Straßenverkäufern. Egal, wir machen jetzt erstmal Schluss, weil wir müssen uns hier konzentrieren, oder Martin? Ja, das Navi hat uns jetzt da zu so einem anderen Laden geschickt, der jetzt nicht da war, wo das Navi ihn vermutet. Ja, jetzt sind wir hier mitten in so einer Einkaufsstraße gelandet. Ist schon geil hier. Sieht schon interessant aus, aber ich glaube, wir werden jetzt hier mal gucken, dass wir jetzt wieder zurück zur Pension kommen und uns um das Abendessen kümmern. Genau, Hunger. Genau, morgen geht es dann auf den Wochenmarkt. In San Bernardino. Erste Mal. Erste Da Mal. wir waren Da nur, wollten wir immer schon hin, aber irgendwie waren wir immer zu den falschen Zeitpunkten da. erstmal waren wir zu dieser Jahreszeit. Ist der überhaupt? Doch, ne? Aber wir waren auch zu Ja, dieser das- Jahreszeit hier erste Mal. Ja, 2016, wo wir das erste Mal, da Winter. waren wir auch in San Bernardino.
Da war aber irgendwie der Wochenmarkt nicht und unser Zeitplan sagte weiterfahren. Ja, wir mussten dann zur nächsten Station. Wir hatten ja 2016 eine Rundreise gemacht. Naja, auf jeden Fall hatte das nicht geklappt. Jo, das ist jetzt hier so ein bisschen der Rush-Hour-Verkehr. Wir haben jetzt 4:30 nachmittags, also 17:30 Uhr ungefähr. 16:30 Uhr, mein Gott. Und die Baba sagt, ich glaube, 3:30, 4 Uhr fängt die Rush Hour schon an. Um 4 Uhr soll das hier anfangen, hat sie gesagt. Naja, wir stehen jetzt nicht zum ersten Mal da drin. Ja, auf jeden Fall, das ist hier so der typische Stadtverkehr, denke ich. Also würde ich Ihnen sagen, so wie wir den kennengelernt haben. Ich meine, wir sind ja wenig da. Wir sind ja hauptsächlich Landeier geworden. Mit voller vermissen das jetzt hier auch nicht unbedingt. Ja, man kann es mal machen im Urlaub, aber ja, muss jeder selber wissen, ob er jetzt hier im Speckgürtel von Asunción so leben möchte. Wir wollen da lieber ein bisschen mehr Natur, weniger Menschen, weniger Verkehr. Gut, dafür hat man natürlich auch viel weniger Angebot, viel weniger Auswahl. Ne? Das haben wir ja jetzt festgestellt. In den Läden, die waren ja teilweise riesig. Der letzte jetzt, wo wir waren, dieser Mekka-Möbleria da, der war nicht so ein Raumwunder, weil oft ist ja, man steht vor so einem kleinen Laden, geht rein und denkt eigentlich, wenn man davor steht, da kann gar nichts kommen. Man geht aber rein und dann ist das auf einmal riesig groß, geht was weiß ich, wie weit nach hinten und ist dann schon sehr interessant. Jo, jetzt kann ich echt lange erzählen. Ich glaube, viel länger wie Akku und Speicherkarte hergibt, bis wir zurück sind, weil ich denke, das wird hier gut dauern. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, ist schon ein bisschen dunkel geworden. Ja, unsere Pizza liegt auf dem Tisch. Ist auf jeden Fall riesengroß hier. Also was heute beim Frühstück nicht geklappt hat, scheint beim Abendessen zu klappen. Was gibt es denn morgen zum Abendessen? Pizza! Morgen gehen wir wieder Pizza essen. Eine richtig gute Pizza. Mit geräuchertem Lachs und Rucola, genau. Da freuen wir uns schon drauf. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss für heute. Bis morgen auf dem Wochenmarkt.